Die stille Insel Aoshima im Pazifik war einst ein Paradies. Die Bewohner bauten Reis an, fingen Fisch, und die Natur belohnte sie reichlich für ihre Arbeit. Doch eines Tages änderte sich alles. Zuerst bemerkten die Leute, dass die Getreidevorräte schneller als üblich schrumpften. Dann tauchten Löcher in den Feldern auf, und nachts hörte man Rascheln und Piepen in den Häusern. Ratten, es waren Tausende, sie fraßen die Ernte, nagten an Reissäcken und krochen in die Wiegen. Traditionelle Methoden, Fallen, Gift, halfen nicht. Die Schädlinge vermehrten sich schneller, als man sie töten konnte. Verzweiflung breitete sich auf der Insel aus. Die Alten erinnerten sich, dass so einmal eine Hungersnot begonnen hatte. Die Kinder magerten ab, Fischer verkauften ihre Boote, um Essen zu kaufen. Es schien, als sei das Ende nah. Eines Tages schlug der alte Fischer Kiyoshi eine verrückte Idee vor. Wir brauchen Katzen. Viele Katzen. Die Leute waren skeptisch. Einige hielten es für sinnlos, andere fürchteten, die Katzen würden zum neuen Problem werden. Doch sie hatten keine Wahl. Einen Monat später kam die erste Lieferung auf die Insel, 100 streunende Katzen vom Festland. Dann noch mehr und mehr. Insgesamt 1000. Zuerst schien sich nichts zu ändern. Die Ratten liefen weiterhin durch die Straßen, und die Katzen gewöhnten sich vorsichtig ein. Doch nach ein paar Wochen geschah etwas Unglaubliches. Die Katzen taten sich zusammen. Sie jagten in Rudeln wie Tiger. Nachts füllte sich die Insel mit ihren Augen, die in der Dunkelheit funkelten. Die Ratten starben eine nach der anderen. Die Menschen beobachteten erstaunt, wie die Lagerhäuser sich von Nagern leerten und sich wieder mit Getreide füllten. Kinder lachten, wenn sie sahen, wie Katzen ihre Beute über die Felder schleppten. 5 Jahre vergingen. Die Ratten waren fast verschwunden, doch die Katzen blieben. Sie wurden Teil der Insel. Man fütterte sie, baute ihnen Häuschen, und im Gegenzug bewachten sie die Ernte. Und dann kamen die Touristen. Zuerst waren es vereinzelte Reisende, dann Journalisten, Blogger, Wissenschaftler. Die Insel Aoshima wurde als Katzenparadies bekannt. Menschen reisten an, um tausende Katzen zu sehen, die frei zwischen den Häusern umherstreiften. Die Wirtschaft der Insel erwachte zum Leben. Cafés, Gästehäuser und Souvenirläden öffneten. Ehemalige Fischer wurden zu Fremdenführern. Doch eines Tages geschah das Unvorhergesehene. Eine Krankheit erreichte die Insel. Ein Virus, gefährlich für Katzen. Die Tiere begannen zu sterben. In Panik sammelten die Bewohner Geld für Medikamente, Ärzte flogen vom Festland ein. Es schien, als wiederhole sich die Geschichte, nur dass diesmal die Retter in Gefahr waren. Die Bewohner wachten nächtelang, um die Kranken zu pflegen. Kinder weinten, als sie ihre geschwächten Schützlinge umarmten. Und dann, ein Wunder. Die Epidemie wurde gestoppt. Die Insel, die ihr Gleichgewicht fand, 8 Jahre sind vergangen. Die Ratten sind zurück. Doch nun gibt es nur wenige, gerade genug, damit die Katzen jagen können, ohne zu hungern. Aoshima kämpft nicht mehr ums Überleben. Es blüht. Die Katzen sind hier nicht bloß Tiere. Sie sind Teil der Seele dieses Ortes. Einst stand die Insel am Rande des Untergangs. Doch 1000 pelzige Krieger retteten sie. Und heute weiß die ganze Welt. Manchmal ist die einfachste Lösung die weiseste. Liebe Freunde, wenn euch das Video gefallen hat, setzt ein Like und abonniert den Kanal.